Wenn du Hüftarthrose hast und dir beim Gehen, Stehen oder Treppensteige die Hüfte wehtut, liegt das oft nicht nur am Knorpel. Einen großen Teil dieser Schmerzen entstehen durch eine geschwächte Hüftmuskulatur. Und genau deshalb gibt es einen Muskelbereich, der zu den wichtigsten Schutzfaktoren für deine Hüftgelenk gehört, den viele aber kaum trainieren. In diesem Video erfährst du, welche Muskeln das sind, warum sie so entscheidend für deine Hüfte sind und wie du sie gezielt stärken kannst, um deine Beschwerden zu reduzieren und die Arthroseentwicklung zu verlangsamen. Wenn wir über Hüftarthrose sprechen, denken viele zuerst an den Knorpel. Aber die Forschung zeigt, dass die Beschwerden oft viel mehr mit der Belastung im Gelenk zu tun haben, als mit dem Knorpel selbst. Und genau da wird es spannend. Denn diese Belastung hängt stark von der Muskulatur rund um die Hüfte ab. Bei Arthrose ist diese Muskulatur vor allem die Gluteus medius und der Gluteus minimus, die dein Becken stabilisieren und das Bein führen, häufig geschwächt. Das passiert automatisch, weil Menschen mit Hüftarthrose oft weniger aktiv sind, sich schonen, um Schmerzen zu vermeiden oder ihre Haltung verändern, um die Hüfte zu entlasten. Das Problem ist, genau dadurch verändert sich, wie die Kräfte durch das Gelenk laufen. Wenn die Gluteus medius und minimus nicht stark genug sind, dann kippt das Becken beim Gehen leicht ab und der Oberschenkel dreht sich nach innen. Hat man diese Kippbewegung und die Oberschenkel nach innen. Von vorne gesehen, Kippbewegung und die Oberschenkel nach innen. Das merkt man selbst kaum. Biomechanisch macht es aber einen großen Unterschied. Die Kräfte, die beim Gehen durch die Hüfte laufen, werden dadurch nicht mehr gleichmäßig verteilt. Manche Bereiche im Gelenk bekommen dann zu viel Druck ab, während andere zu wenig belastet werden. Und genau diese ungünstige Kraftverteilung gilt laut Studien als einer der wichtigsten Gründe dafür, dass Arthrose Beschwerden macht und sogar schneller fortschreiten kann. Die Wissenschaft zeigt, nicht der Knorpel allein ist entscheidend für Schmerzen und Verlauf, sondern vor allem, wie das Gelenk belastet wird. Eine bekannte Studie hat sogar gezeigt, dass Menschen mit Hüftarthrose beim Gehen höheren Hüftkontaktkräfte entwickeln, gleichzeitig aber weniger Abduktion, also Spreizen vom Bein und auch weniger die Außendrehung von der Hüftgelenk nutzen. Das heißt, sie bewegen sich anders. Und genau diese veränderte Bewegung sorgt dafür, dass mehr Druck im Gelenk entsteht oder zumindest im falschen Ort. Die Forscher konnten auch zeigen, dass diese erhöhten Kräfte direkt damit zusammenhängen, wie gut die Glutealmuskulatur arbeiten kann. Wenn diese Muskeln weniger Kraft entwickeln können, steigt der Druck im Gelenk noch mehr an. Und hier kommt der entscheidende Punkt. Die Belastung lässt sich durch Training ändern. Wenn du die Gluteus medius und minimus stärkst, die deine Becken stabilisieren und dein Bein kontrollieren, verändert sich sofort, wie die Kräfte durch das Gelenk laufen. Das Becken kippt weniger, das Bein steht stabiler und das Gelenk wird gleichmäßiger belastet. Und dadurch fühlt sich die Hüfte häufig deutlich entlastender und schmerzfreier an. Das Training verändert nicht den Knorpel selbst, aber es verändert die Bedingungen, unter denen dein Gelenk arbeiten muss. Und genau das kann Schmerzen reduzieren und sogar das Fortschreiten der Arthrose verlangsamen. Und wie genau dieses Training aussehen kann, das zeige ich dir jetzt. Die erste Übung, vor allem für den Gluteus medius und den Minimus, ist das einfache Beinheben in Seitenlager. Leg dich mal auf der Seite hin, das untere Bein bleibt gebeugt, das obere, den Kopf kannst du ablegen und wichtig ist, dass du deinen Rumpf in eine stabile Lage hältst. Also dein Becken soll weder sich nach vorne bewegen, noch soll, wenn du das Bein öffnest, sich nach hinten bewegen. Du streckst das obere Bein erstmal aus,
Der Fuß bleibt die ganze Zeit erstmal nach vorne zeigend, in der 90-Grad-Stellung. Von dieser Position aus hebst du nun das Bein nach oben Richtung Decke, bleibst mit dem Becken gerade und senkst es dann langsam wieder ab. Diese Übung ist extrem effektiv, um den Gluteus zu trainieren. Wichtig ist nur, dass du vom Becken her ganz stabil bleibst und den Fuß immer nach vorne zeigen bleibt. Du sollst nicht das nach oben drehen und noch nach innen fallen lassen. Und dann langsam wieder absenken. Die leichteste Variante ist es, dass du jetzt das Bein nur hebst und senkst, ohne jeglicher Widerstand. Du kannst aber auch gerne ein Gummiband nehmen oder freie Gewichte an der Ferse, um dann die Bewegung durchzuführen. Wenn du ohne Gewichte arbeitest, solltest du aber mehr Wiederholungen durchführen. Das heißt 12, 15 oder sogar 20 Wiederholungen. Aber das Becken soll die ganze Zeit stabil bleiben und den Fuß nach vorne zeigend. Wenn du diese Übung durchgeführt hast, dann wird es jetzt etwas schwieriger. Nun beugst du auch das obere Bein, so dass du dein Knie in 90-Grad-Stellung hast. Spreizt das Bein etwas auf, aber auch hier achte darauf, dass du dein Becken nicht nach hinten fällt, sondern schön stabil in einer Ebene bleibt mit der unteren Seite. Und von dieser Position, in gespreizter Stellung sozusagen, lässt du nun nur den Unterschenkel nach innen drehen, so als ob du die Ferse Richtung Boden bringen willst. Und dann nach oben drehen, so als ob du die Ferse Richtung Decke bringen willst. Du kannst auch sehr gerne deine Hand auf die Hüfte drauf platzieren und du sollst hauptsächlich eine Drehbewegung spüren von der Hüfte. Weniger, dass das Becken kippt, sondern du drehst den Unterschenkel nach oben hin und dann bewegst du den Unterschenkel nach unten hin. In der Hüfte passiert dann nur eine Innendrehung der Hüfte oder eine Außendrehung der Hüfte, ohne dass du dabei diese Spreizung verlierst. 12 bis 15 Wiederholungen solltest du ebenfalls von dieser Übung durchführen und im besten Fall auch 2 Serien davon. Begebe dich in Vierfüßlerstand. Deine Knie sind in 90 Grad, die Hüfte sind in 90 Grad. Deine Hände sind unterhalb von der Schulter und du bleibst in dieser Position. Als erstes spann deinen Bauch und deinen Rücken an. Das Ziel ist, dass du deine Körpermitte, deinen Rumpf stabil hältst, währenddessen du nur deine Hüfte bewegst. Also Bauch und Rücken angespannt und jetzt die betroffene Seite, solltest du das Bein in 90 Grad Stellung seitlich heben und wieder runterkommen. Ohne den Boden zu berühren, hebst du wieder das Bein seitlich hoch und dann wieder runter. Und dann gehst du gleich in die nächste Bewegung rein. Die Bewegungsausmaß, das Spreizen der Hüfte in dieser Position ist nicht so groß. Ab dem Punkt, wo du hier hochkommst, drehst du schon automatisch den Rücken und das wollen wir nicht. Wir wollen eine stabile Mitte haben, einen stabilen Rumpf und dazu nur die Hüfte seitlich etwas heben und dann wieder runterbringen. Im besten Fall platzierst du ein kleines Buch auf den Rücken drauf und dieses Buch soll sich während der Bewegung nicht runterfallen. 10 bis 12 Bewegungen auf einer Seite, abstützen, Gewicht abgeben, stabile Lage, Bauch und Rücken anspannen und das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Blickrichtung bleibt nach unten, Fuß ist aufgestellt. Und dann das Bein seitlich heben und dann wieder senken. Seitlich heben und dann wieder senken. Diese Übung kannst du auch problemlos auf dem Bett machen. Es wird nur etwas schwieriger, weil die Auflagefläche etwas instabiler ist. Aber das stärkt nochmal den Effekt von der Stabilität. 10 bis 15 Wiederholungen und im besten Fall auch beidseitig. Auch die beiden anderen Übungen, was ich gerade gezeigt habe,
sollst du immer auf beide Seiten machen, auch wenn du nur einseitige Beschwerden hast. Denn Krafttraining hat auch anderen positiven Effekt als nur auf die Struktur selbst, die wehtut. Und wenn du jemanden kennst, der gerade kaum noch laufen kann wegen einer Hüftarthrose, schick ihm dieses Video. Kleine Bewegungen können schon entscheidend sein, um die Schmerzen zu lindern. Und für die beiden nächsten Übungen brauchst du so ein Gummiband. Du kannst auch gerne so ein offenes Band nehmen und den einfach mal zusammenbinden, damit du so ein geschlossenes System hast. Wichtig ist, dass du einen Widerstand brauchst. Und den solltest du als erstes unten an deinen Knien platzieren. Diese Variante mit dem Gummiband an den Knien, das ist die leichteste Variante. Wenn du etwas besser trainiert bist, kannst du auch sehr gerne das Gummiband nach unten platzieren, dass es unten an den Unterschenkel bzw. direkt oberhalb vom Sprunggelenk ist. Als erstes solltest du die Muskulatur in die Position bringen, wo sie am besten oder am härtesten arbeiten müssen. Und das ist in einer leichten Beugung, sowohl von den Knien als auch vom Gesäß. Wichtig ist, dass du, wenn du in die Beugung gehst, stell dir mal vor, du würdest dich hinsetzen. Also dein Gesäß geht nach hinten und nicht unbedingt deine Knie nach vorne. Das heißt, wenn du von oben nach unten schaust, solltest du noch in der Lage sein, deine Füße zu sehen. Falls du sie nicht siehst, dann heißt es, dass dein Gesäß nicht weit genug nach hinten ist. Also Po nach hinten bewegen, so als ob du dich auf dem Stuhl hinsetzen würdest. Du bleibst mit einer leichten Beugung und beginnst die Übung schon in einer Vorspannung, so als ob du dieses Gummiband etwas auseinanderziehen willst. Dein Brustkorb bleibt nach vorne zeigen, Oberkörper ist aufrecht und von dieser Position gibst du nun 1, zurück, 2, zurück und dann wieder in die andere Richtung. 1, zurück, 2, zurück. Und das Ganze 10 Mal hintereinander. Du bleibst in die Beugung, siehst von oben immer deine Zehe, einen Schritt zur Seite, etwas nachlassen vom Druck, nächsten Schritt zur Seite, wieder nachlassen von dem Druck. Das Ganze in die andere Richtung. Bein zur Seite, Knie und Hüfte bleiben gebeugt, du siehst immer noch deine Zehe und nochmal zur Seite und nochmal zurück. 10 Mal zu jeder Seite hin, nicht die Beugung verpassen und 10 Mal in die andere Richtung hin. Und das Ganze im besten Fall 2 bis 3 Serien lang. Und für die letzte Übung bleibst du genau mit der gleichen Einstellung. Beugst die Knie, Gesäß nach hinten, du siehst deine Füße und jetzt bleibst du mit der einen Seite, wenn du einseitige Beschwerden hast, deine gesunde Seite bleibt auf dem Boden und mit der anderen Seite gibst du dann einen großen Schritt schräg nach vorne. Kommst zurück zur Mitte und gibst dann einen großen Schritt schräg nach hinten. Bei dieser Übung ist es wichtig, dass du deinen Oberkörper, deinen Rumpf stabil hältst. Du bleibst mit der Beugung und drehst dann den Rumpf oder beziehungsweise die Hüfte nach hinten weg, zur Mitte und dann einen großen Schritt nach vorne, auch so diagonal nach vorne weg. Diese Übung ist auch sehr gut, um die Außendrehung der Hüfte zu trainieren. Genau das, was so viele Patienten, die eine Hüftarthrose haben, verlieren. Und dafür platzierst du den Gummiband nun nicht unbedingt an den Unterschenkel, sondern auf den Vorfuß. Je weiter nach vorne das Gummiband ist Richtung Zehe, desto schwieriger ist die Übung. Und genau das ist es. In dem Moment, wo du schon eine Vorspannung hast, wirst du spüren, dass das Gummiband dein Knie oder das Bein immer nach innen drehen wird. Und du sollst aktiv dagegen arbeiten, indem du den Gluteus medius und den Minimus aktivierst, anspannst und vermeidest beim Vornegehen, dass dein Fuß nach innen in X-Bein gezogen wird, sondern ganz bewusst nach außen drehen, dann wieder zur Mitte und auch hier ganz bewusst nach hinten außen drehen und dann wieder zur Mitte. Nach vorne außen, so ein Diagonal in 45 Grad, zurück zur Mitte und nach hinten außen, zurück zur Mitte. Mit dieser Übung trainierst du nicht nur
das Bein, die du bewegst, aber auch dein Standbein wird trainiert, weil das muss ja stabil auf dem Boden bleiben, währenddessen du die Bewegung auf die andere Seite durchführst. 10 Bewegungen nach vorne und zurück und dann das Ganze wechseln und auch auf der anderen Seite machen. Denn nur die Position oder das Halten trainiert auch deine Muskulatur, damit sie stabil bleibt, währenddessen die andere Seite bewegt wird. Auch hier kommt Qualität vor Quantität. Lieber weniger Bewegung durchführen, aber dafür sauber. Bleib in der halben Beugung, Fuß nach außen, vorne, zurück, nach hinten, außen, zurück. Und ebenfalls hier 10 bis 12 Wiederholungen und im besten Fall 2 bis 3 Serien davon. Wenn du Hüftschmerzen hast, bei längeren Zeiten laufen oder gehen, können diese Übungen dir gut dabei helfen, deine Schmerzen zu lindern. Probieren Sie doch mal aus. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!